Dragon X und das Konzept drumherum haben wir euch in einem vorhergegangenen Video bereits schon einmal vorgestellt. In der Zwischenzeit gibt es auch Dragon X NFTs, die die Token verkörpern. In diesem Schulungsvideo werden wir uns heute mal etwas genauer angucken, welchen Sinn und Zweck denn diese NFTs überhaupt bringen. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Dragon X haben wir euch schon vor ein paar Wochen einmal vorgestellt. Das ist ein hyperdeflationärer Token, der mit dem Titan X-Protokoll relativ eng verbunden ist. Die Ether Staking Rewards als Titan X werden dafür verwendet, Dragon X Token am freien Markt zu kaufen und zu verbrennen. Gleichzeitig hat der Dragon X aber auch nur eine sehr begrenzte Gesamtversorgung, die in der Zwischenzeit auch schon erreicht ist. Und diese Kombination ist meines Erachtens schon fast ein Garant für eine explosionsartige Kursentwicklung. Wer sich das Konzept rund um Dragon X nochmal etwas genauer angucken möchte, für die verlinke ich einmal oben, aber auch unten in der Videobeschreibung das volle Video zum Dragon X Konzept. Zusätzlich gibt es jetzt sogenannte Dragon X NFTs, die dem ganzen Ökosystem ein zusätzliches Attribut verleihen. Wir werden uns heute mal dieses Attribut und den damit einhergebrachten Nutzen etwas genauer angucken. Es handelt sich also nicht um eine Empfehlung, dass ihr irgendwelche NFTs oder Token kauft oder verkauft. Nein, es ist lediglich ein Schulungsvideo und soll euch versinnbildlichen, wie denn die Mechanismen im Bereich der dezentralisierten Finanzen so ablaufen. Bevor wir ins Thema reinstarten, eine Bitte: Wenn ihr es schätzt, dass ihr mehrmals pro Woche diesen kostenlosen Mehrwert von uns erhaltet, dann leitet diese Videos gerne an andere Menschen weiter oder hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch. Das allein würde uns auch schon weiterhelfen. Jetzt noch ein kurzer Einschub und dann geht's mit dem Video los. Ihr wollt die Welt der Kryptowährungen von Grund auf verstehen und für eure finanzielle Zukunft optimal nutzen? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um damit zu starten. Unser Ultima-Training richtet sich an alle, die es wirklich wissen wollen. Von absolutem Einsteiger- und Grundlagenwissen bis zu hochprofitablen Investmentstrategien bieten wir euch alles, was euer Herz höher schlagen lässt. Wenn ihr auch wirklich Interesse daran habt, es zu lernen. Tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr Ambitionen habt, den Krypto-Olymp zu stürmen und euren Horizont zu sprengen. Mehr Infos gibt es auf www.financial-insider.net/ultima-training. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt weiter im Video. So, wie ihr hier seht, sind wir nun auf der Dragon X Unterseite, wo es darum geht, dass man eben die Dragon X Hybrid NFTs minten, aber auch gleichzeitig wieder verbrennen kann. Was wird hier im Großen und Ganzen angestoßen? Es sieht folgendermaßen aus, dass man im Endeffekt Dragon X in einen separaten Smart Contract wegspart und einen NFT als Quittung für diese weggesperrten Dragon X bekommt. Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass man zum Minten dieses NFTs Titan X als Gebühren braucht, was natürlich dazu führt, dass der Titan X einen weiteren Verwendungszweck bekommt. Ich werde euch auch in einem separaten Video nochmal zeigen, warum ich weiterhin ganz, ganz stark von Titan X auch überzeugt bin und dass es meines Erachtens Sinn macht, den auch vielleicht sogar bis längerfristig zu halten, weil da einiges an Potenzial, an Kurspotenzial dahinter stecken könnte. Wenn ihr also diese Titan X, die wir als Gebühr zum Minten der NFTs verwendet haben, werden diese als nächstes im Dragon X Vault ins Staking reingesteckt. Das heißt, der Dragon X NFT Vault erhält die Titan X und leitet die gleich in den Staking-Mechanismus von Titan X über. Das Interessante an der ganzen Sache ist ebenfalls, dass die NFTs natürlich auch wieder verbrannt werden können, um die Dragon X zurückzubekommen. Allerdings braucht man zum Verbrennen, das sind wir jetzt hier auf der nächsten, allerdings brauchen wir zum Verbrennen der NFTs, um die Dragon X zurückzubekommen, weitere Dragon X, um die Gebühr dafür zu bezahlen. Und das bedeutet einmal, dass der Dragon X einen weiteren Use Case mit dazu bekommen hat, aber die Gebühren, die zum Verbrennen des NFTs gebraucht werden, werden ebenfalls verbrannt, sodass hier ein weiterer Deflationsmechanismus geschaffen wurde. Jetzt stellt sich allerdings in den nächsten Minuten die weitere Frage: Warum sollte man dann das überhaupt machen? Warum sollte man seinen Dragon X in einen Smart Contract wegsperren, um einen NFT zu bekommen, der die Dragon X verkörpert?
Und ich muss da gestehen, ich habe da selbst ein bisschen gebraucht, bis ich auf die Lösung gekommen bin. Ich habe das White Paper 2 oder sogar 3-mal lesen müssen, bis der Groschen endlich gefallen ist. Und zwar, hier stellt sich die Frage, oder es ist eher angeraten, eine Gegenüberstellung hier vorzunehmen. Wie verhält sich ein Verkauf der DragonX Token im Vergleich zum Verkauf eines NFTs? Und hier wissen wir ja, dass bei sogenannten fungiblen Token, also bei FTs, ein Price Impact immer zustande kommt. Warum? Weil wir beim Kauf oder Verkauf von fungiblen Token immer mit einem Liquiditätspool handeln. Und dieser Liquiditätspool, der hat einen Algorithmus im Hintergrund, der natürliche Marktpreise simuliert. Das heißt, je nachdem, welche Menge gekauft oder verkauft wird der Algorithmus im Hintergrund des Liquiditätspools aktiv und stellt einen neuen Marktpreis. Wenn hier relativ große Orders ausgeführt werden, dann wird sich natürlich auch der neue Preis nach Orderausführung relativ stark verändern. Das heißt, dass im Endeffekt jemand, der eine große Menge kauft, einen schlechten Kurs bekommt und jemand, der verkauft, ebenfalls einen schlechten Kurs bekommt, weil bedingt durch seine große Menge ein großer Price Impact erzeugt wird. Bei NFTs ist das ja grundsätzlich anders. Bei NFTs werden Peer-to-Peer-Plattformen verwendet, also NFT-Marktplätze, wo direkt Käufer und Verkäufer untereinander die NFTs handeln. Es gibt hier keinerlei Price Impact, weil nicht über einen Liquiditätspool gehandelt wird, denn hier wird einfach nur der Preis akzeptiert, der für den NFT ausgeschrieben ist oder nicht. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass diese NFTs natürlich für Wale sehr, sehr interessant sind, weil sie den Price Impact komplett eliminieren. Und das schafft natürlich eine separate Liquiditätsschicht mit dem Handel von DragonX Token, die über die NFTs verkörpert werden. Was mir an der ganzen Sache wirklich gut gefällt, ist der Umstand, dass sich die Entwickler von Titan und DragonX hier weiterhin Gedanken machen, wie sie zusätzlichen Nutzen oder Mehrwert dem Protokoll hinzufügen können. Durch die Generierung dieser Möglichkeit, NFTs eben zu minten für seine DragonX, haben die Wale, also die Großinvestoren, definitiv einen Preisvorteil, weil der Price Impact negiert wird. Gleichzeitig gibt es aber auch preisstützende Mechanismen, die bei TitanX und DragonX aktiv werden, aufgrund der Tatsache, dass die Gebühren zum Minten oder Verbrennen der NFTs komplett oder zum Teil verbrannt werden, beziehungsweise die TitanX in Staking gegeben werden und diese eigentlich de facto dann auch verbrannt werden. Sie haben hier also definitiv eine Win-Win-Win-Situation erschaffen und genau so funktionieren dezentralisierte Finanzen. Wir haben das Glück, dass wir hier keinerlei Mittelsmänner haben und wir können hier Mechanismen nutzen und hier werden sich über Mechanismen Gedanken gemacht, die im Endeffekt jedem dabei helfen, das Maximum aus der Erfahrung rauszuholen. Das ist der Grund, warum mich das Thema dezentralisierte Finanzen und Kryptowährungen so fasziniert, weil wir solche Möglichkeiten und solche Mechanismen im traditionellen Finanzsystem nicht kennen und meines Erachtens auch niemals sehen werden. Das war schon das Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.